Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von einem Livestream auf meinem Kanal. Ja, ich halte die Fresse. Werde jetzt auch das Mikrofon gleich wieder erstmal ausschalten und ich hoffe, ihr genießt das, was ihr gleich zu sehen bekommt. Ich bin der einzige deutsche YouTuber, der das Ganze hier überhaupt machen darf. Hier in der, also wenn ihr jemanden habt, der Wollt 2 spielt und die Informationen gerne live und in Farbe und natürlich im Idealfall auf Deutsch übersetzt haben will, dann würde ich euch empfehlen, jetzt den Link zu teilen von diesem Livestream, ob auf Twitch oder auf YouTube, ist scheißegal. Ich streame auf beiden Plattformen und ich bin sogar persönlich von DTG gebeten worden, sowas zu machen. Also, genießt es! So, solange das hier alles noch... Oh, da kommt er, der IC1. Ah! Katastrophe. Oh, oh, oh. Welcome to the announce of Train Sim World 3, launching on September the 6th, 2022. I'm joined today by Matt Pedalston, our exec producer for Train Sim World. Hello, Matt. How's it going? Hi, JD. I'm very good, thank you. Good, good. And yeah, we are here today to talk to you about the next instalment in the Train Sim World franchise, Train Sim World 3. Now, we're going to be going into some of the key features today, as well as also... Offiziell bestätigt jetzt schon mal, Train Sim World 3 ist auf dem Weg zu euch. Leute, es dauert nicht mehr lange. Matt kennt ihr? Und ich würde sagen, bevor ich hier weiter rumsabbel, Dynamic, high speed, mache ich das Ding mal auf hier. adventure. And not a Teams leak in sight. So, Matt, tell me a little bit about what the team have been working on. Leute, sorry, ich bin ein bisschen schlecht organisiert hier, was das Format betrifft. It's been very quiet. We've not talked very much to the players about what Ich mache das Format noch vernünftig für euch. So, tell us a little bit more, again, without revealing too much. So the team have spent a lot of time working on some really fundamental aspects of the visuals of the game and looking at some of the underutilized areas of the system and sort of completing their vision, if you like, and bringing them out to other parts of the game. We'll cover all of this stuff as we go through. That is a teaser, if ever I heard one. We're not going to keep you in for suspense for any longer. So, without further ado... So, also erste Ankündigung ist, die Southeastern High Speed bekommt eine Erweiterung. Jetzt kommen wir auf die Routen, also auf die neuen Strecken, die mit Train Sim World 3 den Weg ins Spiel finden wird. Die 401, den ICE1, den haben sich die meisten von euch auch tatsächlich gewünscht. Der ist mit dabei! Herzlich willkommen im Universum von Train Sim World 2. Kassel-Würzburg, das sind 140 Kilometer Eisenbahn. Eine Strecke. Das heißt, wir haben insgesamt 280 Kilometer, auf denen wir fahren können, Leute. Das ist doch geil, oder? Wollt ihr was anderes sagen? Von Kassel nach Würzburg. Mega. IC1 ist mit dabei, da kommt er. Die 401. Einzige, was ich noch nicht weiß jetzt aktuell ist, ob das Ding wirklich so rauskommt, wie wir es in Deutschland kennen. Aber guckt euch mal an, wie geil ist denn das? Und das alles, das bekommt ihr dieses Jahr noch. Geil, oder? Leute, ich feiere das. Ich bin hier am Ausrasten, am Austicken. Ich sag euch das. So, Multistream ist an. Also, ihr seid auch geil? Ja, mega, oder? In the north and you go via Fulda and then down to Würzburg in the south. And you've covered some kilometers by the time you get to the end. You really have. So, also er hat jetzt kurz übertragen, erzählt gerade der Matt, dass Sinn und Zweck von Train Sim World 3, warum wir jetzt ein Train Sim World 3 bekommen und nicht so ein Update wie letztes Jahr, geht es halt in erster Linie darum, dass wir längere Strecken bekommen und dass wir Strecken jetzt auch erweitern können. Aber dazu kommen wir nachher nochmal. Yeah, and as you said, this is something that will take players from 0 to 280. You'll be staying there for quite a substantial amount of time.
It is a significant. Der junge Mann, der da übrigens, das ist der Alex, ist ein sehr lieber Kerl. Mit dem habe ich sogar ein Interview schon geführt. Da werdet ihr aber auch nochmal Informationen bekommen. So, in addition to the ICE1, there's also the ICE3, which obviously has been available previously. And there is the BR185.2 for freight traffic. So this route is exclusively an intercity route. You don't see the regional trains running along the route. You'll see them at the end stations, and there's been layers added to add a nice variety of regional traffic at the end stations. But the journey up and down the route is going to be the white and red intercity high-speed trains with freight of an evening. So actually, at the night time, this route comes to life because all of the freight that's been queued up ready to go suddenly starts filling up the train, filling up the line. Kassel-Hannover hättest du lieber gehabt. Ne, finde ich Kassel-Würzburg vom Fahren her interessanter. So, der CX fragt gerade noch, was alles erzählt worden ist. Ich muss ja ein bisschen, auch so ein bisschen drauf hören, was der Matt da gerade erzählt. Also, wir haben eine deutsche Strecke, der IC1 kommt, also die 401, die Baureihe kommt in Trainsimworld 2 und die Strecken werden länger, es wird aktiver, das Wetter hat sich oder wird sich ändern. Stellt eure Fragen, ich höre hier ein bisschen zu und guck mal. Which means it's more susceptible to problems over the tall viaducts, very, very tall viaducts. So they slow it down to keep it safe. So actually, even though it's two high-speed trains, they're actually got different driving patterns, different speed patterns. So it's going to be. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal versprechen, ihr werdet in Kassel-Würzburg auf jeden Fall nicht nur ICEs fahren. Das verspreche ich euch jetzt schon. Aber guck mal, wie geil ist denn das Ding? Da ist es, die 401. Kassel-Würzburg. Let's instead move on to our UK route that we are including within Train Sim World 3. We ummed and ahed a lot about what route. So, also bestätigt ist auf jeden Fall, das nächste wird Train Sim World 3 heißen. Und Leute, ich kann euch beruhigen, euer Safe Game geht mit auf das Spiel. Train Sim World 3 bekommt jeder für die 3 Strecken. Müsst ihr extra bezahlen. Euer Fortschritt, also der geht nicht verloren. As far as Ebbsfleet, where it switches to the classic lines and goes to Faversham. What we've done is we've extended the high-speed lines so that you can go through Ebbsfleet now all the way to Ashford. Also jetzt erzählt er quasi, dass auf der Southeastern High Speed, die meisten von euch werden diese Strecke haben, eine der geilsten englischen Strecken, ist es so, dass dort die Strecke erweitert wurde. Soweit wie ich das aktuell richtig verstanden habe, also keine Anspruch auf Richtigkeit von dem, was ich euch jetzt erzähle, ist es so, wer das vorher schon hat, der wird auch die Erweiterung bekommen. Das sind ungefähr 40 Meilen, über die wir reden, die ihr zusätzlich noch auf die Javelin bekommt. Also Javelin ist der Zug, ne? Okay, brilliant. And that is Train Sim World's first ever route extension, Southeastern High Speed. We're really looking forward to this one, Matt. It's a challenging one because at the same time we've obviously got the source. So, solange Sie jetzt sich über Javelin unterhalten, also das DLC, das wird kein DLC sein. Train Sim World 3, soweit ich das verstanden habe, bekommt ihr alle automatisch, wenn ihr Train Sim World 2 habt. Wenn ihr die neuen Strecken haben wollt, dann habt ihr die Chance, diese neuen Strecken als Paket zu kaufen. Wie teuer das ist, das weiß ich jetzt an dieser Stelle noch nicht, aber alle von euch, die die Collectors Edition kaufen, in der Collectors Edition mit drin ist Kassel-Würzburg, da ist die neue amerikanische Strecke mit drin, die wir gleich auch noch sehen werden, da ist die englische Strecke mit drin und Spirit of Steam ist mit drin und wer sich diese Collectors Edition kauft, der bekommt 4 Tage vor allen anderen den Zugriff. Und der Tobias Lenz fragt, ob es das Ganze auf Konsole kommt. Ja, selbstverständlich kommt das auch auf Konsole. Leute. There were a number of junctions and curves that were a bit tight. Da muss man ganz ehrlich sagen, der Matt, der sieht da richtig seriös aus, ne? Fast schon. Wenn man ihn sonst nur mit seinen rosa Öhrchen kennt. Polish up the scenery a little bit. Look for things where we thought, actually, that could be better. Particularly in areas where we've done more with. Oh, Jonas. Jonas, ich halte dich auf dem Laufenden, Diggi. Soll ich dich nachher nochmal anrufen, wenn das hier alles vorbei ist?
So all of that walkway is done. You can walk through absolutely. Dann erzähle ich auch ein bisschen. Also die Schnellfahrstrecke, die wir, oder die neue Strecke, die wir in Deutschland bekommen, das ist auf jeden Fall erstmal Kassel nach Würzburg. Und wie gesagt, Kassel nach Würzburg ist tatsächlich mit Abstand die längste Strecke, die wir je im Train Simulator oder Train Sim World hatten, überhaupt. So leading the way with the Warum wird hier eigentlich Southeastern nichts mehr High Speed angezeigt? is that Los. staple of the line, the Class 395 Javelins. Scheiß drauf. These are, Ist mir auch egal. 140 miles per hour in the UK. So Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch ein Abo da, bei Twitch, bei YouTube, egal, ist mir, wo ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, je nachdem wie lange das Video hier heute Abend noch läuft, ob heute noch was passiert oder morgen, weiß ich noch nicht. Und das ist jetzt echt anstrengend hier mit euch. Also nicht mit euch, sondern das ist anstrengend für mich, um sowas hier zu machen. Die 463, die wird auch jetzt fahrbar werden auf der Schnellfahrstrecke Southeastern High Speed. So, der Agent Henker fragt, ja, es ist und bleibt erstmal dieselbe Engine. Das heißt, wir bleiben auf der Engine Unreal 4. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Auch grafisch, also wenn ihr jetzt Grafikkarten hattet, die jetzt eingebaut sind, die gereicht haben für Train Sim World 2, die werden auch für Train Sim World 3 reichen. And then along with the Class 66, we've brought in the MFA and JNA wagons, one of which is new to the product. So there's some really cool variety. So, also, Lendim, noch einmal der Hinweis für alle von euch da draußen. Ihr nehmt euer Safe Game mit. Das heißt, ihr werdet keinen Fortschritt verloren haben. Wer von euch übrigens in den Discord kommen möchte, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr jetzt sehr gerne reinkommen. Ich habe zu wenig Bildschirme hier für den ganzen Quatsch, was ich hier eigentlich mache. Egal, das passt schon. Irgendwie kriege ich das schon hin. Ich versuche nur zu übersetzen. Oh, erste Nachricht erreicht mich. In Train Simulator Classic, it's one of the original launch routes that it had. Oh ja, okay, alles klar. Der Shawnee hat gut zugehört. Also, es wird so sein, Train Sim World 3 ist ein komplett neues Spiel. Ohne Frage. Aber die alten DLCs, also alles, was ihr bis jetzt gekauft habt, das wird mit auf Train Sim World 3 übergenommen. Und zwar ab dem ersten Tag. Ich freue mich total. Für die neuen 3 Strecken, Tobias Lenz, wird das Rush Hour oder die Deluxe-Edition für Rush Hour nicht mehr zählen. Das ist leider so. So, also für neue Gamer schon mal, also wie gesagt, alle Strecken, die ihr aktuell in Train Sim World 2 habt, die werden auch in Train Sim World 3 kommen. Ihr werdet nur auf einige Futures verzichten müssen. Can you tell us a little bit about the locos included, Matt? Yeah, absolutely. So the lead loco on this. So, Agent Henker fragt, wie lange ich noch denke, bis es rauskommt. 6. September, Alter. Ganz klare Frage. Der Apollo ist da. Moin. Leute. So, BNSF. Die Lokomotiven können wir noch gar nicht. Wir haben bis jetzt Union Pacific, die Clinchfield und die CSX gehabt und mehr haben wir eigentlich im amerikanischen Sinn noch gar nicht gehabt, außer dem Bullet Train und die Peninsula. Leider Gottes auch wieder eine Güterzugstrecke im amerikanischen, aber cool, oder? Leute. Coming up, supporting that is the good old SD40-2. Oh, good old SD40. It's the staple. Agent Denker, das ist mein Ernst. Am 6. September kommt Train Sim World 3 für alle raus. Da könnt ihr ab dem 6. September könnt ihr das Spiel alle spielen. Und alle, die sich die Deluxe-Edition holen, können es schon 4 Tage vorher spielen. Also ab dem 2. September. Es dauert nicht mehr lange. Leute, ich habe zwischendurch sogar noch Geburtstag. Wie geil ist das denn? Könnt ihr mir das Spiel ja mal hier irgendwie schenken? Yeah, so from San Bernardino to Barstow, California, you're looking at about 85 miles. And particularly the descent from the summit down to San Bernardino is a real challenge with a big train. It's really good fun.
So, also der Matt hat gerade was erzählt, was ich sehr geil finde. Er hat nämlich gesagt, dass die langen Züge in Amerika wirklich eine Herausforderung sind und er hat recht. Er lauert kein Mist. Also. Biggest experiences we've done to date, and I think we're doing that. Absolutely. But I think that's probably about enough for the Matthias, nein, dein TSV 2 wird automatisch zu TSV 3 abgegradet und wenn du die neuen Strecken haben willst, musst du dir halt eine Edition dazu kaufen. Das sind, es sind wie bei 2020 und 2000, also bei Trains in World 2020 und bei Trains in World 2, es sind zwar schon zwei verschiedene Spiele, aber jeder, der Trains in World 2 hat, wird auch Trains in World 3 spielen können. Ihr müsst halt nur die neuen Strecken kaufen. Durch diese Deluxe-Edition wie bei Rush Hour auch. Es hat sich nichts geändert. Der Name ändert sich, mehr auch nicht. Leute, es ist aber geil. Es ist geil. Leute, glaubt mir, auf den neuen Strecken, ihr werdet dort Sachen sehen. Wie gesagt, ich darf ja jetzt mein Maul aufmachen. Ich habe die letzten Wochen Sachen gesehen, wo ich nicht dachte, dass sie bei Trains in World überhaupt mal irgendwo zur Sprache kommen. Und ich bin der einzige deutsche YouTuber übrigens, der dem erlaubt ist, diesen Livestream jetzt live zu restreamen. Also wenn ihr da jemanden kennen solltet, der auch noch spielt und so, teilt das Video. Ich versuche mein Bestes, um das zu übersetzen. Ich muss nebenbei aber auch ein bisschen zuhören. Jetzt ist gerade so ein bisschen Blödsinn, das interessiert kein Schwein, wir wollen ja die neuen Sachen. Und die neue Sache ist Kassel-Würzburg. Das ist das, was uns interessiert. Und jetzt kommen wir auf die Erweiterung von der Southeastern High Speed. So, Saskia fragt gerade, ob man den ICE 3 mitfahren kann. Ja, der ICE 3 ist bei Kassel-Würzburg mit integriert. Und zwar, ihr müsst vorher kein anderes DLC haben, also ihr müsst, Köln-Aachen habt ihr ja sondern den 406, 407, die habt ihr auch mit auf diesem neuen DLC. And then you lose grip on the track, and you're going to find you need to run a lot slower to cope with this, which means that you're going to have to adapt much more to what's happening in front of you. So, wenn ihr Fragen habt, ab in den Chat damit. Absolutely. Yeah, and that's I think one of the key things that. So, der Torben ist da. Jo, dann herzlich willkommen zu dieser geilen Premiere hier. So, der Vincent wird sich über die Baureihe 103 freuen. Ja, ey, das wäre geil, ne? Baureihe 103. Würde ich sofort mitnehmen, aber davon sind wir momentan noch weit weg. Trains in World entwickelt sich weiter. Ihr seht sogar, das Logo hat sich sogar richtig krass geändert. Now it's raining and you weren't expecting it to be raining. Maybe you need to put your brakes on a bit earlier. Maybe don't drive quite so far. All of these different things to consider. So, also der Agent Henker sagt, ihr könnt jetzt schon vorbestellen im PlayStation Store und im Xbox Store für 10%. Leute, wenn ihr es jetzt schon vorbestellen könnt, ey, macht das doch. Ich wusste das gar nicht, dass es vorbestellbar ist. Ja, die 365 war der Class 365, ne? Ja, die müsste fahrbar sein. But we've been having a little project in the background as well, which we think you're going to like. Matt, do you want to tell us a little bit more? So, volumetric skies. Soliama Todi, einen wunderschönen guten Abend. Put simply. Whereas currently in the game, in the sim, what you have is a texture, a flat texture that tries to simulate what clouds might look like and how they might move. Torben, sofern ich es verstanden habe, werdet ihr automatisch ein Upgrade auf Trains in World 3 bekommen. Wie gesagt, das ist jetzt Angaben ohne Gewähr, ne? Ich sag nur das, was ich jetzt erstmal weiß. Ja, ich korrigiere mich dann auch, aber bitte nicht auf alles festnageln, was ich jetzt erzähle. Next Gen ist mit drinne. Alles cool. So, Matthias, glaub mir, die Spielstände, die alten Spielstände werden mit übernommen. Und die funktionieren. Glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede.
So, der Kevin Johnson hat eine interessante Frage. Nein, also die neuen Strecken, die funktionieren nur auf Train Sim World 3, aber wenn du Train Sim World 2 hast, wirst du automatisch auf Train Sim World 3 geupgradet. Du hast halt die neuen Strecken nicht, aber du bist dann in Train Sim World 3. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie bei Train Simulator. Jedes Jahr kommt eine neue Version, werdet ihr upgegradet, ob ihr eine neue Strecken haben wollt oder nicht, das könnt ihr euch dann aussuchen, je nachdem, was ihr bezahlen wollt. One of the big challenges is performance, because you start adding these complex clouds and 3D volumes into the skies. It's raising minimum specs, essentially. Saskia fragt gerade, ob man Train Sim World 3 schon für PC vorbestellen kann. Das müsste jetzt mal einer für mich nachgucken. Ich konzentriere mich hier gerade so ein bisschen aufs Video. Also, Tobias, Train Sim World 3, also Angaben, wie gesagt, ohne Gewähr. Du wirst automatisch auf Train Sim World 3 geupgradet, vom Spiel her. Willst du die neuen Strecken haben, musst du Train Sim World 3 Collectors Edition oder die normale Edition kaufen. Wie gesagt, Angaben ohne Gewähr. Ich kann nur das erzählen, was ich aktuell weiß. Mehr weiß ich nicht. Leute, wer von euch noch Fragen dazu haben sollte nach diesem Stream hier, kommt in den Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung. Abonniert den Kanal. Ich werde sowas in nächster Zeit öfter machen. Die alten DLCs hier klicken, die gehen mit ins neue Spiel. Die gehen mit. Herrschaften, solltet ihr immer noch auf PlayStation 4 oder Xbox One spielen, gebe ich euch nur einen Tipp. Versucht möglichst an eine neuere Konsole reinzukommen, weil ich weiß nicht hundertprozentig, ob die überhaupt noch die PlayStation 4 und Xbox X dann irgendwann mal supporten werden. So that when you use the built-in tools in Unreal and you point it and you get the lumen breakdown of what these are realistic numbers now, which actually works out to be. So, flexibles Wetter haben wir auch schon in Train Sim World 2 gehabt. Also nicht komplett flexibles Wetter, aber wechselndes Wetter. Mal gucken. Kevin, auch nochmal. Wer von euch die neuen Strecken haben möchte, der muss auch Geld in die Hand nehmen. Das Spiel wird automatisch auf Train Sim World 3, sofern ich das verstanden habe, abgegradet. Aber wer die neuen Strecken haben möchte, der muss Geld in die Hand nehmen. Kind of freedom to be able to do things in a slightly different way. Spirit of Steams wird dasselbe sehr wahrscheinlich sein, wie es bei Train Sim World 2 auch war. It's called eye adaptation. And what eye adaptation simulates is what they call the iris effect. So if you stare at a light, your iris shrinks and the world around the light gets darker. So, ich kann ja jetzt schon mal eine kleine Ankündigung machen. Ich werde rund um die Gamescom, die ja am 23. August startet, an meinem Geburtstag, werde ich ein paar Keys für Train Sim World 3 verschenken. Da muss ich mir noch einfallen lassen, wie ich die verschenke, aber ich habe die sogar schon da. Leute. So, die Old Gens werden unterstützt. Also PlayStation 4 und Xbox werden unterstützt, wird aber wahrscheinlich nicht so flüssig laufen wie auf der 5 und auf der, wie heißt die Xbox-Scheiße da, die neue? This kind of with tunnel bloom effect, we're calling it, and just gives you the opportunity to kind of, because your eyes would adjust like that in real life, wouldn't it? And I saw it the first time and I was just like, wow, that's great. I love that. It's such a big difference over what you've had previously, and some of the static shots I've seen. Normalerweise ist auf der Old Gen kannst du spielen. Their characters stood just on the inside in the tunnel where their eyes are still adjusted to the dark. But you can see this white-out view at the end of the tunnel and the light coming into the tunnel on the tunnel wall, and so it just looks stunning. Okay, Matt, moving on from die Gamescom findet dieses Jahr statt. Ich werde am 24. August auch da sein, aber da werde ich von euch keinen wahrscheinlich treffen. What you see on the menu screens when you come into Train Sim World 3. How have we adapted those to provide a better player experience than perhaps we have been able to. Jetzt kommt eine der besten Sachen. Wir haben jetzt ein Training Center.
how people access what they want to do. Because ultimately, what we want to do is get people into the cab doing what they want to do, in the right train, doing the right thing. And the UI effectively gets in the way of that. It enables you to do it, but also can get in the way of doing it. So it's just like, well, how can we make that cleaner to get you into the game and playing what you want to do as fast as possible? So we did a bunch of usability studies on that. And one of the things we allowed the UI designers to do was throw everything away and just think, what do you want it to be? Don't be held back by anything we've done in the past on the user interface. Come up with something completely fresh that solves these problems and make that the goal of this. And that's what they've done in spades. They've really done a great job on that, I think. So one of the things that came out as a key example was you can only pick route first. Yeah. So it always starts by picking the route. Particularly with the complexities of substitution and layers and so forth, there actually might be lots of different places you can drive your favorite train now. But it's always a case of look on that route, look on this route, look on that route. What you want to do is pick your train and have the. So, von dem ganzen Gesabbel muss ich mir erstmal was zu trinken holen hier. So the UI has a by train. Das Trainingscenter. Ich hoffe, das wird jetzt erklärt. We've also pulled out all of the training. Also menümäßig sehe ich das aber jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal. Das habe ich so vorher noch nicht gesehen. Finde ich fast schon unübersichtlicher als vorher, oder? Was sagt ihr? So, jetzt versuche ich nochmal die Fragen hier. Das Trainingscenter, da sind die ganzen Einführungen und so, was ich jetzt die ganze Zeit als Let's Play gemacht habe, sind dort mit drin. Wer von euch hat sich denn heute oder im Laufe der letzten 24 Stunden dieses lustige Video da angeguckt, was DTG da gemacht hat? Das würde mich mal interessieren. Weil den Einzug, den wir jetzt neu bekommen, den hat man definitiv rausgehört. Sehr interessant. Ihr werdet Train Sim World 3 mit dem Game Pass bekommen. What would be the best way we could do it now? Let's do that. Exactly. So yeah, the team have really thought about all sorts of things. And one of the key things that we've started doing for a while now, but has been key with all of this change, is making sure that we run all of these designs through various accessibility filters. Bei der Gelegenheit bedanke ich bei Shawnee, weil ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das überhaupt zu restreamen oder zu hosten, sondern ich habe sogar heute extra um die Erlaubnis gefragt, ob ich das überhaupt machen darf. Und ich habe sie bekommen. Guides and tutorials into kind of a place within the user interface. But the next thing we're going to be talking about is something that is completely new. This is something. So, der Jan Philipp, der fragt, ob man Train Sim World 3 vorbestellen kann. Tell us a little bit about training. Leute, ich bin mir noch nicht sicher. Also ich weiß schon vieles vorher, was jetzt kommt oder so. Aber das sind Sachen, die sie mir selber noch nicht verraten wurden. Guckt auf eure Plattform nach. Es wird vorbestellbar sein. Wie gesagt, am 6. September könnt ihr alle Train Sim World 3 spielen. Ohne Probleme. But it means that it's not always at every route introduction that you're going to get told how to play the game's basics every time. But the training center is. So, der Moritz ist da. Einen wunderschönen guten Abend, Moritz. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also, die neuen Strecken sind cool. Ihr kauft kein neues Spiel, Leute. Ihr kauft mit dieser neuen Edition quasi nur die neuen Strecken. Für alle von euch, die Spirit of Steams vorher schon haben, ist natürlich kacke. Jetzt kommt aber eine Sache, das werde ich aber nochmal genau nachfragen und da bitte auch nochmal auf den Discord kommen. Leute, wenn ihr noch nicht auf meinem Discord seid, in der Beschreibung ist der Discord-Link mit drin. Vielleicht haut der Easy Mark den hier sogar nochmal rein. Kommt da rein und ich werde euch immer auf dem Laufenden halten. So, guck mal, hier, Class 66, das wusste selbst ich noch nicht mal, dass wir die Class 66 nochmal nachgeliefert bekommen für eine neue Strecke. Wusste ich selber noch gar nicht. Seht ihr, selbst ich werde überrascht. Das Trainingscenter.
training that tells you how to use that will be on the training center from now on. So it means that you're in a familiar environment. Die Würzburg-Strecke ist das Einzige, was mich interessiert. Ich finde die Southeastern High-Speed-Verlängerung, das ist das, was ich am geilsten finde, weil wir jetzt wissen, dass es durchaus möglich ist, Strecken zu verlängern. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist alle für euch, die Southeastern High-Speed jetzt schon haben, die bekommen auch die Erweiterung dazu. The TVM 430 tutorial, we've got quite an advanced tutorial which teaches you how to drive to the TVM 430 signalling on Southeastern High Speed. That will be happening on that route, but you'll see it in the training center user interface. So really gathering all this stuff up so it's all easy to find, and you don't have to worry about where would I learn how to do TVM 430. Go to the training center, click the button, and it will take you where it needs to take you. Now, this is all very well and good for players who are fresh to routes or fresh to the game as a whole. But for the player who is perhaps a little bit more familiar with the way that the game works and the way that their trains operate, what's in it for them? What does Training Center allow us to do in the future? So Training Center jetzt wird das is kind of Trainingscenter step erklärt. one of a big change that we want to make. And this is in response to player request as well as something we wanted to do ourselves. And that is to start separating the locomotive DLCs away from the routes that they're bonded to. So just as an example, in Train Sim World 2, the 465 was only usable if you had Southeastern High Speed. If you wanted to run the 465 via Scenario Planner on any other route, you couldn't do that. You had to own Southeastern High Speed. And one of the reasons for that is the tutorial for the 465 was obviously on the route that it was for. Well, we now have a route we can put all those tutorials on, which gets rid of one of the biggest links that stops that from happening. We have more to do, so this is not something that's there right now. So, das ist jetzt auch eine Sache, die ich nur vermute. Oder wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass wir ab sofort keine Einführung mehr haben, sondern es wird alles im Trainingscenter gemacht. Wird im Shawnee natürlich auf den Sack gehen. And that's incredibly exciting. That's something that we know that there's been a lot of call out for in the past, and that players, I think, once they get the hang of it, will actually be something that really enhances their experience. Again, that kind of customizable freedom that you have to be able to then make your own train collection, no matter what kind of routes you might want or need. Yeah, there are several locomotive DLCs that I know that people have told me that they'd want to run anywhere else, but maybe not on the route that it comes with, because that route is not to their flavor. And this direction we're heading in, Training Center being a big step in that direction. Also, jetzt schreibt ja hier gerade, warte, jetzt, der Tobias schreibt gerade, dass er 45 € für Train Sim World 3 nicht ausgeben kann. Ey, du kriegst für 45 € 3 Strecken. Wenn du Spirit of Teams noch nicht hast, dann kriegst du sogar 4 Strecken. Günstiger bekommst du die Strecken gar nicht. Eine neue Strecke kostet immer 30 €. Glaubt mir, Leute. Ein DTG ist momentan ganz viel am Verändern und ganz viel am Umstrukturieren und allem drum und dran. Wir sind teilweise wirklich enttäuscht und ich bin wirklich der Letzte, der hier irgendwie positiv versucht, Sachen herauszureden, die nicht positiv sind. Ihr kennt mich. Also die meisten von euch, die kennen mich lang genug. Es wird sich in Train Sim World einiges ändern in naher Zukunft. Leute, bleibt da dran. Wirklich, und es ist einfacher, jetzt von Anfang an das Geld in die Hand zu nehmen, als wenn ihr in 3-4 Jahren merkt, es ist doch ein geiles Spiel. Und dann müsst ihr auf einmal 20 Strecken kaufen. Yeah, so one of the key areas that the rain has improved is it now lands. That's always a good start. So, jetzt reden wir über den Regen, der im Spiel implementiert ist, über den neuen Regen. And it just makes for such an atmospheric, particularly for out first person walking around and you see the rain landing on the ground. So, es ist tatsächlich so, der Agent Henker schreibt es gerade, die Fahrgäste, die werden sich ab sofort auch dazu entscheiden, wenn es draußen regnet, einen Regenschirm aufzuklappen. Also die sind inzwischen, die werden dann auch angezogen sein, so wie ihr draußen unterwegs seid. So Matt, tell us a little bit more about what we can expect. So in terms of video effects or VFX, we have got lightning. Essentially, you can Moritz, genauso wird es sein. as well as it happening TSW 2 wird zu TSW 3.
Und da werden wir and die you neuen want to Strecken mit state dazu weather up bekommen. yourself. If you turn up the precipitation to maximum, then you'll get lightning as well, and thunderclaps and all sorts of things Oh, so going on. there's audio cues as There's well audio as... cues oh, as well, so amazing. it's actually it's really atmospheric, just cranking it up and driving and seeing the flash of lightning and the thunder rolling around. Nein, Benny musst du The power of nicht that mixed with vorbestellen. The power of the loco is just, oh, I can imagine the atmosphere as you're going through. It's going to be amazing. Yeah, no, it's a really big step up. Yeah, and what else can we see, Matt? So one of the other things that we've been wanting to do for quite some time is, because it's kind of iconic for Ist electric bei euch auch so trains, warm? is the spark effects. Wieder and 31 Grad hier in der arcing, lustigen Sonne. that they get on the contact points. We put some time in and some thought into how that would work and why that would work and when it would work. And it means now that third rail trains, you'll see their shoes occasionally sparking. Overhead trains, the pantographs will spark occasionally. But more than that, it's tied into what's going on. So on a wet day or a snowy day, you'll get more sparks. And if you're drawing more power because you've got throttle up higher, again, it'll create more sparks. So, you can find that putting a lot of power on a wet day coming out of a station, it could cause a bit of a light show. It's really sort of a stunning effect to see. Lightning on the air, lightning in the wheels. We've got lightning everywhere. So much lightning. So Matt, let's talk about wind, because we were talking earlier about the speeds for the ICE 1 on Kassel Würzburg. My understanding is that one of the reasons So, der Carsten ist neu mit am Start. Einen wunderschönen guten Abend, Carsten. Es wird so sein, also, wie gesagt, meine Angaben sind alle ohne Gewähr. Das ist nur das, was ich jetzt aktuell als Nicht-Fachwissen habe. Wenn ihr Train Sim World 2 habt, werdet ihr automatisch auf Train Sim World 3 geupgradet. Wollt ihr die neuen Strecken haben, müsst ihr euch auch die Editionen dazu kaufen. Is on the Kassel Würzburg route in higher wind situations. So, die 403, die werden wir bei Würzburg-Kassel nicht mit dabei haben. Die 401, die 406, die 407 und die 185 ist mit dabei. As I said previously, they run at different speeds, but then they also run differently whether they're on a viaduct or in a tunnel. So actually the whole LZB system has been upgraded in order to be able to support that facet of how LZB works in terms of wind behaviours, tunnels, viaducts, and so on and so forth. Very exciting, and again, one of those things that perhaps you wouldn't immediately notice, but really enhances the. So, Nahverkehr ist nach meines Wissens erstmal nicht dabei. It's a depth thing. It's something that when you're flying down the route and as the weather changes and you realize that you're going to have to. So, also jetzt hat er ganz klar gesagt, der Matt, dass wir auf jeden Fall mit dynamischem Wetter rechnen dürfen. Snow going to get an invite to this party of VFX? Oh, absolutely. When you watch videos of trains in the snow, they don't leave the snow alone. They drag the snow with them. Yeah. And they can kick up some. Apollo, das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, ob wir auch über Bebra fahren dürfen. Ich vermute eher nein. So that particularly when you're driving along, you get that interference with the ground, if you like. Thanks very much for that, Matt. So, a pretty comprehensive commitment from us to improving the experience for players, whether it's their first time playing the game or whether you've been a Train Sim World player for a long time. And we're really excited about all of those. We can't wait to show you a little bit more about them in future live Apollo, streams. die Strecke ist nicht ganz 150 Kilometer, das sind 136, irgendwas Kilometer lang. So let's start with the Preserve collection, because I know a lot of players will be asking, does my stuff transfer over from Train Sim World 2? In short, yes, it will. Everything that you currently own jetzt kommt das, was für uns wichtig war. For Train Sim World 3 on the day of release. Now, I know we didn't have the best alles, experience was with Train Sim World 2. Preserve Collection ist auch in Train Sim World 3 spielbar, Freunde. Es wird alles mitgenommen. Alles. Was it? No, it wasn't. And we learned a lot of lessons from how that worked, and we'll be making sure that that goes smoothly this time. And the support team will be around to assist if you have any questions, any concerns. Absolutely, yeah. The support team are armed with what they need to in order to make sure your experience is as smooth as possible going into Train Sim World 3. Let's talk about platforms. Train Sim World 3 will be available on Steam,
PlayStation 5, So, jetzt haben wir es auch. 4, Steam, Xbox PlayStation Series 5, X, PlayStation Series 4, S and Xbox One, and Epic, and it'll also XS, be available Game on Pass. Xbox Game Pass Es ist im as Game well. Pass mit drin, With Leute. Train Es Sim ist im World 3, Game you'll Pass have mit more drin. Was ist denn opportunities los than bei ever euch, before Leute? to customize your experience, and that's no different with the DTG pricing lernt. options as well. We have 6 Gebt ihnen different jetzt mal options die available to Lernkurve players, Zeit, wirklich. including a deluxe Sie geben sich edition die and a größte standard Mühe, edition, which are available es in pre-order wirklich now. besser More zu on machen that in als a in der second, as Vergangenheit. well In der as regional Vergangenheit bei editions DTG war ja for immer so ein bisschen so UK, Larifari und blau und blub. and USA, and there's a Spirit of Steam edition as well. If you'd like to pre-order or you want to find out a little bit more information about the different options available to you, head to our website now, where there'll be all the details. We've covered a lot of ground today, and you all at home, I'm sure, will have lots of questions for us. So tomorrow we'll be doing a special roadmap live stream for Train Sim World 3, where I'll be joined So, by Matt, also, and some of the morgen rest ein of the team Roadmap to be able to Livestream. go over those Leute. questions in a bit more detail. And if you like what you've seen tonight, pre-order is now available on the platform of your choosing for standard or deluxe editions. You'll get a 4-day early access. Okay, das mit der benefit, which Kamera, is das üben wir noch, something Alex. that we've never done before, and I'm very excited Dass about. ich So in you die will get Kamera access gucke, to die Train nicht Sim gerade am World 3 Filmen ist. 4 days Aber Leute, before anybody else, and you'll also get a bonus selection of also limited alle, decals die as sich well. Check out your chosen platform for more wirklich details. And if die you've whetted your Collectors appetite Edition for more of holen, this die kind haben of 4 stuff, Tage you're vorher in luck. Zugang. Also We've ab got dem plenty of live streams, 2. plenty of dev blogs, plenty of September dann. articles coming up for you in the next 3 to 4 weeks as we build up to release to give you a little bit more information about Train Sim World 3. We're really, really excited, Matt, aren't we? Absolutely hyped. And you can check out all of those on our website now. The link is available on the screen for you. So Matt, how are we feeling now that it's out into the open? It's a big relief. It's been really difficult. So much exciting stuff. Soll ich going jetzt danach on nochmal in den Train Trailer Sim World. einspielen? And Der ist ja gar nicht I see gezeigt worden, people oder? talking about things, and it's like, yeah, it's a good idea. Yeah, we're doing that. And of course, now it's out there. We can tell people what's going on, and there's been some great threads on the forum of people just happening to talk about similar things, the stuff that we're working on, and so das Video hopefully, rausgenommen. this has been useful. Aha, and, ich hab's woanders. you're as excited as we are. Yeah, and this is the part where you look Habt ihr noch gar nicht surprised. gesehen, ne? If you know, you know. So to summarise, Train Sim World 3 will contain 3 new experiences, plus the training centre, and all of the features that we've mentioned throughout the course of the last half an hour or so. So we hope you're all excited at home. As we said, Hol we'll dir be diesen telling you a Sommer little bit more das in the coming All-in- weeks and months about what you can expect from Train Sim World 3. But all that's left for us to say is check out the website. And thank you very much, Matt, for joining me today. Thank you, JD. And we hope to be seeing you very, very soon. September the 6th. Put it in the diaries. Ja, Leute, das ist jetzt offiziell. Train Sim World 3 ist auf dem Weg. Jetzt spiele ich euch nochmal den Trailer ein hier. Also nicht wundern, dass das jetzt alles so... Oh, da kommt er sogar nochmal. Work in, no time card. Lace them up, yeah, lace them up. And if they sleep, then we about to go and wake them up. Get out the way. Get out the way. Get out the way. I'm coming right for you. One look at me and show you that I'm real. I do the work, turn your turf to a battlefield. Click, clack. Click, clack. Click, clack. So, Leute. Das war meine deutsche Übersetzung von, ja, Train Sim World 3. Jetzt ist hier gerade mal sichtbar, was ich überhaupt hier den ganzen Tag so an lustigen Videos am gucken bin. Ist ja eklig. So, das passt doch zu mir, ne? spbcargo.com. Leute, wenn ihr Fragen haben solltet, kommt in den Discord. Der Link dazu, der ist in der Videobeschreibung. Ihr dürft auch an der Community-Liga teilnehmen. Die wird auch in Train Sim World 3 eine wichtige Rolle spielen. Da wird sich aber die Homepage ein bisschen abkürzen. Leute, danke, dass ihr da wart. Ich werde mich jetzt ins Bett verziehen, weil ich morgen früh schon wieder arbeiten muss. Das war jetzt wirklich nur, weil weil gewünscht worden ist, dass ich die Informationen, die ich habe, rausgebe. Ich habe noch mehr Informationen, als jetzt überhaupt hier preisgegeben worden ist.
die darf ich jetzt auch erzählen offiziell. Das heißt, kommt wirklich in den Discord, wenn ihr mehr wissen wollt. Ich würde sagen, euch noch einen wunderschönen Abend. Leute, danke, dass ihr da wart. Und ja, eine Folge Clinchfield Railroad um 18 Uhr ist die live gegangen. Das heißt, die könnt ihr euch jetzt auch noch angucken. Und dann würde ich mich freuen über jedes Abo von euch, über jede Glocke, die aktiviert wird. Und verpasst ihr auch nichts mehr, über jeden Daumen nach oben und vor allem über jeden Kommentar zu Train Sim World 3. Da würde ich mich natürlich drüber freuen, über eure Meinung. Und ja, in dem Sinne, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.